Gitarrenstunde. Heute geht es um das Thema Solo-Gitarre. Die besten Tipps, die du kennen solltest. Wir haben so eine Top 10 zusammengestaltet, wollte ich gerade sagen, ne? Gestellt für euch. Ich begrüße den Sebastian nochmal ganz herzlich. Hi. Danke, dass du dabei bist. Danke, Und wir übertragen jetzt, ja, sehr gerne. Wir übertragen jetzt in 3K. Ihr könnt uns dann Feedback geben, ob die Qualität jetzt funktioniert bei Bild und Ton. Es sieht hier flüssiger aus. Der Rechner packt es gerade so und der Upstream, ist bei ca. 10 Mbit. Ihr habt eine 40 Mbit Upstream-Leitung, sollte genügen. Also, es ist ein Versuch. Wenn es nicht klappt, wenn es schief geht, im Moment sehe ich nicht, wer online ist. Der Stream-Zustand ist noch gelb hier, aber jetzt scheint sich was zu tun. Also hoffen wir mal, dass das noch hier in die Gänge kommt. Ansonsten ja, das ist halt so jetzt, wenn man live ist. Das ist der Unterschied zu der Offline-Geschichte. Wenn du Videos vorproduzierst, dann ist das Ganze natürlich wesentlich einfacher zu handeln. Aber nichts mehr ruckelt, alles synchron. Okay, wir sind jetzt in 3K. Das bedeutet, wenn du eine gute Leitung hast, kannst du deinen Stream jetzt einstellen auf eine höhere Auflösung. Ja. Ich gehe mal hier auf Wiedergabe, um zu sehen, ob da auch was reinkommt. Ja, sieht gut aus. Streamzustand. Naja, ich hoffe, dass es jetzt gut ist. Super. So, ihr Lieben. Solo-Gitarre, Top-Tipps. Und einige dieser Tipps kennt ihr wahrscheinlich schon. Ja? Und was ich möchte, ist, dass du dieses Mal die Gitarre gleich zur Hand nimmst, wenn du dir den Stream jetzt anguckst, im Nachhinein, wenn du dir das Video jetzt anguckst und mitarbeitest. Das bedeutet, ich halte die Beispiele jetzt relativ einfach. Gegen Ende ziehen wir dann an, sodass du das ganze Spektrum siehst. Also wenn wir schon über Dynamik reden, also über laut-leise spielen, Phrasierung und solche Themen, dann sollten wir auch über Schwierigkeitsgrade reden. Wir fangen jetzt also ganz Piano an, dezent an und steigen uns dann auf den wahrscheinlich die besten Tipps, die ich so geben kann. Ja. Okay, super. Also, so, der Tipp Nummer 1 ist ganz, ganz einfach. Starte einfach. Das bedeutet nicht, dass du loslegen sollst, sondern wie du loslegst. Mein Beispiel ist Slow Gin, wenn du mir das kurz anspielen könntest. Schön langsam. Dankeschön. Also, und das meine ich mit starte einfach. Der nächste Tipp zu dem Thema starte einfach ist auch der, dass wir nicht nur mit wenigen Tönen starten bei so einer Ballade, sondern wir starten auch unten. Ja, also wir gehen nicht direkt in die, sag ich mal, die Position 1 der Pentatonik, das wäre dann hier in dem Fall D-Moll, die 10. Man könnte auch hier starten, spiel mal kurz, Sebastian, so als Gegenbeispiel. Man kann da auch starten, das klingt auch wunderbar und wenn du jetzt übst und improvisierst, dann ist das auch okay. Aber ich bin runter hier auf das D auf der A-Seite und habe in der dritten Position der D-Moll-Pentatonik losgelegt mit ganz wenigen Tönen. Okay? So, das wäre mein Tipp Nummer 1, damit das Ganze nicht zu lang wird heute. So, ich versuche mich mal so bei 30
Minuten einzuordnen. Ja? Dass du auch nicht zu viel Zeit hier verbringst, sondern ja, mehr übst und mehr digitale Zeit nimmst. Das ist wichtig, okay? Also, starte einfach laid back und das wäre so mein Tipp. Du kannst aber auch, jetzt machen wir ein Beispiel, so ein bisschen Stevie-mäßig, vielleicht Cold Shot. Ja? Und ich wechsle ein bisschen den Sound jetzt hier. Ich mache mich ein bisschen lauter, Sebastian. So. Und was ich jetzt sagen will, ich starte einfach, aber mit einer ganz anderen Intensität. What's going on? Give me some power, man. Ja. So, hier in dem Beispiel waren es wenig Töne. Stevie fängt ja auch an beim Solo. Ja, genau. Das Break. Und es waren wenige Töne, aber mit viel Intensität, also mit fast schon Maximum Intensität, um dann gleich diesen typischen Impact, den er da erzeugen möchte, ja, an den Mann zu bringen. Also starte mit wenigen Tönen. Das wäre Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, warum das dann bei bestimmten Leuten sehr, sehr cool klingt, ist, dass sie, auch wenn sie mit wenig Tönen starten, die schon sehr schön umschmeicheln. Sie phrasieren. Ja. Phrasierung bedeutet nicht, dass du dich morgens im Bad rasieren solltest, ne, sondern es geht darum, mit den Tönen, beispielsweise jetzt der Pentatonik, eine Geschichte zu erzählen. Es ist wirklich, beginne mit einer Melodie, ja, und lass Pausen. Lass uns mal ein Beispiel machen. Ich spiele mal. Und bist du laut genug? Zum Solospiel? Ich bleibe in H-Moll. Ne? Oder ich mache mal so diese. Here, let's go. Der war gut. So, Sebastian, also, erzähl doch mal selbst. Also gerade wenn es um Phrasing geht oder Phrasierung, ich denke da immer an motivisches Spiel. Also dass ich versuche, ich habe gerade eben ganz einfach, ganz klassisches Motiv. Das sind 3 Töne oder 4. Aber es kommt darauf an, was ich für Nuancen reinstecke. Also dieser Slide, das Vibrato, was ich akzentuiere, was ich laut, was ich leise spiele, das gehört für mich dazu. Also die Bilderbuchdefinition wäre, ich habe eine Melodie oder ich habe einen
ein Statement und wie ich das artikuliere, das Statement, das ist, wie ich es phrasiere. Also wenn ich dir das gleiche Motiv gebe, wirst du es anders phrasieren oder auf deine Art und Weise irgendwie interpretieren. Und genau das ist das, woran ich da denke. Also einfache Melodien, einfache Statements zu nehmen und die möglichst musikalisch irgendwie zu spielen. Wenn wir jetzt hier in dem H-Moll 7 sind Ja. und das Typische, was jetzt im Blues so gemacht wird, ist in der zweiten Position, ne? Die 5 Töne. Und damit dann ein bisschen starten zum Beispiel, so à la B.B. King. Er ist der Meister der Geschichte. Ne? B.B. singt und verwendet die Gitarre als Gegenstimme, die praktisch in einem Dialog mit ihm eintritt. Und er lässt immer Raum. Spiel mal bitte. Ganz einfach gespielt, ich habe das schon mal gezeigt, mit den 5 Tönen. Man erzählt eine Geschichte, man lässt Pausen drin. Die Pausen, das ist etwas Typisches von den Bläsern. Also machen wir ein Gegenbeispiel, wäre jetzt jemand wie Yngwie Malmsteen, der im Grunde genommen auch eine gute Phrasierung hat in dem, was er spielt, also auch eine sehr, sehr gute Technik mit der rechten Hand, aber unglaublich viele Noten reinpackt und sehr gitarristisch spielt. Also auch eine andere Musikrichtung. Also ja, natürlich. Bei ihm, das ist halt einfach seine Richtung. Das ist seine Richtung und ich meine, mit Gegenbeispiel meine ich es nicht negativ, ne? Ja. sondern bleiben wir jetzt beim Blues, weil da kann man es am besten erklären. Tipp Nummer 3 und auch hier gleich die Bitte an euch, die zugucken, wenn ihr nachher das Video seht und mir die Timecodes eintragen würdet, das wäre eine Riesenhilfe. Wäre ich euch sehr dankbar. Dynamik. Also, in der klassischen Musik haben wir Begriffe von Piano pianissimo, also kaum hörbar, bis zu forte fortissimo, im Grunde genommen der Baseballschläger auf den tiefen Tasten am Klavier. Ja. Gerade fürs Klavier war das sehr, sehr wichtig und beeindruckend. Franz Liszt, diese Leute, die unglaubliche Techniker waren, die haben die Dynamik komplett ausgenutzt auf dem Klavier. Und das ist etwas, was uns auf der Gitarre auch unheimlich weiterhilft, von flüsternd zu laut innerhalb einer Phrase. Ja? Dasselbe gilt auch für mich, immer wenn ich Backing-Tracks höre. So mein Tipp an euch ist, wenn ihr Backing-Tracks hört, schaut zu, dass ihr Backing-Tracks verwendet, die dynamisch sind. Ja. Wo nach 2, 3 Durchgängen der Strophe und des Refrains dann ein Break kommt und es ein bisschen lauter wird. Ne? Ja. So wie in dem Backing-Tracks, die teilweise Joe Bonamassa zur Verfügung stellen. Ne? Also Dynamik. Machen wir mal hier ein Beispiel. Ich habe hier ein Playback laufen. Und ihr habt jetzt sofort die Dynamik gehört. Ich meine, das war jetzt mehr wie deutlich, oder?
das war jetzt von flüsternd leise, trotz eines Soundes, der ja im High-Gain-Bereich ist, aber durch die Single Coils der Gitarre hast du dann diese Dynamikmöglichkeiten. Und vergiss bitte nie, Dynamik bedeutet auch, gehen wir mal wieder in die Regie, bitte umschalten. Ne? Die Regie musste kurz umschalten. Vergiss nie, in der Dynamik geht es auch darum, mit dem Lautstärke-Potty deiner Gitarre zu arbeiten. Ne? Oft vergisst man das. Ne? Ja. Und das ist so ein super Tipp, auch wenn du begleitest mit Akkorden, den Lautstärkeregler zurücknehmen, damit du zum Beispiel mit mehr Intensität reinschlagen kannst. Und der Lautstärkeregler an der Gitarre hilft dir enorm, die Dynamik von sehr sanft zu, ne? So richtig mal, man sieht das oft gar nicht, wie oft der verwendet wird. Ja. Machst du das auch? Ja, klar, natürlich. Aber ich wollte noch zwei Dimensionen zu dieser Dynamik-Rubrik dazu ergänzen, und zwar einmal schnell und langsam, also viele Töne, wenig Töne. Ja. Und tief und hoch, das sind ja auch alles dynamische Mittel. Also wenn ich die ganze Zeit nur hier irgendwie oben rum fiepe, dann ja, wird es langweilig. Also zwischendurch auch mal. Dass man einfach auch die sämtliche Dimension dieser Dynamik, die uns die Gitarre gibt, verwendet. Also laut und leise natürlich, aber schnell und langsam, alle Extreme. Also ich würde jedes Extrem auskosten, komplett. Ja. Was ich auch gerne mache, ist auch noch ein super Tipp für euch. Ne? Lass mich das mal nochmal hier laufen lassen. Was ich gerne mache ist. Auch Dynamik. Diese eine Note, die war jetzt schon einfach cool. Das ist auch Dynamik. Also das ist auch, da kann man mit ganz wenig enorm viel musikalische Reife zeigen. Ja, absolut. Weil nichts Schlimmeres, als wenn irgendein Solist, jetzt völlig egal welches Instrument, immer die gleiche Suppe, auf Deutsch gesagt. So nichts Schlimmeres. Ja. Also hallo, das sind meine schönsten Stunden am Rechner. Jetzt gucken wir mal rein. Peter Green konnte das. Ja. Deswegen, ne? Auf jeden Fall. Ja, also Monster, ne? So, super. Das letzte Mal, das Rauschen, das wird wahrscheinlich so kommen, dass ich meinen Rechner upgraden werde demnächst und dann kriegen wir das alles in den Griff. Ne? Aber ich bin zufrieden, dass es jetzt läuft. Es sieht gut aus und wir übertragen hier volle Lotte. Danke. Das sind meine schönsten, das höre ich gerne. Super. Wir haben 130 Zuschauer, 129. Super. Fantastisch. Herzlichen Dank an euch alle und immer die Gitarre schön zur Hand nehmen. Wir sind jetzt bei Tipp Nummer 4 und zwar Vibrato. Ja. Vibrato macht den Unterschied. Es macht den ganz großen Unterschied. Warum sage ich das und betone das so? Denn es widerspricht, also es wiedergibt, ich muss glaube ich ein bisschen Wasser trinken. Es widerspricht Trink nicht. mal ein Stück. Ja, mein Hirn braucht Wasser. Es wiedergibt nämlich genau deine Persönlichkeit. Ne? Und eins kann ich dir sagen, das klingt bei jedem unterschiedlich. Also das wird bei dir anders klingen. Und ganz wichtig ist, wenn du jetzt dich an Vibrato zum ersten Mal rantraust und ranarbeitest,
Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert. Das dauert Wochen, Monate. Es gibt sogar, wie gesagt, Leute, die sagen, es ist ein lebenslanger Prozess und da würde ich zustimmen, weil man das reift einfach kontinuierlich. Das ist einfach, wenn ich jetzt von mir ein Video anhöre von vor 3 Jahren, dann würde ich sagen, oh Gott im Himmel, was war da los? Und wenn ich das in 3 Jahren wieder mache, wird es genauso sein. Also das ist... Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Genau, es ist ein Prozess, aber es ist ein cooler Prozess. Es ist einer der, wenn nicht der schönste. Am Anfang finde ich so, den ersten Sprung macht man wirklich, finde ich, wenn klar die ersten Akkorde funktionieren und so weiter und die Pentatonik, aber wenn dann das Vibrato einfach funktioniert, diese Bewegung und dass man da ein bisschen mit... Also Vibrato, Sepp, nur kurz noch, ne? Also ihr könnt eingeben in der Kanalsuche, da haben wir doch etliche Videos gemacht zum Thema, deswegen plagen wir euch nicht lange, aber Vibrato bedeutet einfach nur, dass du die Saite ein bisschen hochziehst und dann sie auf dem Bund auf und ab bewegst. Vibrato kann langsam sein, getragen oder schnell, energiegeladen wie Stevie, der hatte das heftigste Vibrato, würde ich sagen. Ne? Oder ein Vibrato kann auch so sein. Steve Vai macht das, der macht so ein Circular Vibrato. Aber der Klassiker ist ein bisschen hoch, ganz wichtig bei der dünnen E-Seite hier natürlich nicht nach unten, weil dann rutscht du über die Bunde. Furchtbares Geräusch. Ist aber jedem schon passiert. Ja, natürlich. Mir ist schon die Seite nicht nur runtergerutscht, sondern am Bund hängen geblieben. Was noch schlimmer ist. Furchtbar. Aber so, sagen wir mal, jetzt auf der G-Seite kannst du das Vibrato, die Richtung auch nach unten. Ja. Nach unten machen. Ne? Du musst nicht nach oben vibrieren. Ich muss sagen, ich glaube, auf der G-Seite mache ich das sogar eher. Ich auch. Eher so in Richtung nach unten. Nach unten. Also mit eher meint Sebastian erst nach unten. Und dann wieder zurück natürlich. Also man will halt nicht sowas da. Also jetzt machen wir ein Beispiel. Mach nochmal die Bibi-Begleitung. Und ich spiele einfach ein paar Noten ohne Vibrato. Und dann schauen wir mal, wie das mitklingt. Also H-Moll, ne? Ja, H-Moll wäre schön. Ich geh auf seine Gitarre hier. Also ohne. Man macht es automatisch. Jetzt machen wir einfach Vibrato dazu. Das macht den großen Unterschied. Ja. Und wichtig ist, experimentieren mit dem langsamen und dem schnellen Vibrato. Und was ich empfehle, ist zum Beispiel auch die Tonleiter einfach rauf und runter zu spielen. Und sie mit dem Vibrato zum Klingen zu bringen. Ja. Und dann klingt es auch nicht mehr permanent wie eine Tonleiter, wenn du das machst. Tipp Nummer 5 sind beim Solospiel Wiederholungen. Für was brauchen wir die Wiederholungen der Phrasen? Immer so mit einer kleinen Änderung. Das erzeugt im Gehirn so eine Hookline. Also wie eine Hookline ist eigentlich wie ein Haken, der sich irgendwo festsetzt, der immer mehr zieht und immer mehr Spannung erzeugt und dann irgendwann aufgelöst wird. Ja? Jeder hat diese Licks schon gehört. Ja. Das ist nichts Neues. Das ist, wenn du damit startest mit Wiederholungen, spiele einen Lick, ein Thema, das du wiederholen kannst und mach es nicht zu kompliziert. Also
Es sollte ein nicht zu schweres Thema sein. Also wenn du jetzt beginnst mit so etwas und das wiederholst, dann verliert es auch den Reiz so ein bisschen. Aber wenn du und dann ist das Ganze extrem toll, wenn du es dann auflöst. Also einfach bleiben, wiederholen, bis Spannung aufbaut. Eric Clapton kann das super. Ja. Also oder John Mayer kann das extrem geil, wenn er so auf eine Note bleibt. Ja. Das ist so ein typisches Beispiel, wie du eine Note oder eine Phrase wiederholen kannst. Nun, die Klassiker, die kennt ihr alle sicher schon. Ne? Machen wir mal so ein Beispiel in A-Moll. Irgendeine Begleitung. Was immer du gerade Bock hast. Ja. A-Moll. Okay. Ja. Kann schnell, langsam sein, ist völlig egal. Hier waren sehr, sehr viele einfache Licks, die ich in dem Tempo, er hat mir jetzt ein Tempo vorgegeben, in dem Tempo, das er mir vorgegeben hat, einfach wiederholt habe. Es war nicht wirklich schwer, diese Dinge zu spielen. Es waren meistens... Und ich oktaviere das Zeug dann einfach. Also es ist Hammer-on, Pull-off. Und ich gehe ganz wichtig auf seinen Rhythmus ein. Also wiederholen, Phrasen wiederholen. Eric Claptons. Geh mal auf I Shot the Sheriff. Und ein bisschen in G-Moll. Machen wir mal die E. Ja, genau. Und dann, wenn er hier hochgeht,
Können wir das sehr schön üben an dem Beispiel. Ja, warum? Weil es so schön rhythmisch ist, Ja. auf der einen Seite, weil du die konstante Abfolge der Akkorde hast und dann kannst du da richtig zaubern. Ja. Ist ein super Beispiel. Tipp Nummer 6. Mehrere Noten miteinander mischen. Bedeutet, Double Stops spielen zum Beispiel. Ne? Oder die klassischen, gibt man nochmal das Beispiel und ich zeige euch jetzt, was ich meine. Also Double Stops. In die Nahaufnahme rein, dann sieht man es besser. Dann eine Note benden und die Note drunter, der absolute Klassiker im Blues. Und das kennt ihr von Jimmy Page. Beide Töne wenden. Terzen. Intervalle. Sechser. Wieder die zwei Töne. Haben wir noch als Beispiel, danke, ey, du bist die absolut geilste Playback-Maschine hier. Ich muss mich einfach mal wieder bedanken, Sebastian. Machen wir die Akkorde von Little Wing kurz, bitte. Oh, Little Wing. Und hier hast du das Paradebeispiel der Mischung von Noten, was Jimmy hier macht. Okay. Nämlich Beispiel. Und was er hier macht, ist in der A-Moll-Pentatonik, das kennt ihr, habe ja schon viel über Jimmy geredet, diese ganzen Double Stops, die er spielt, auf den Dur-Akkorden, wenn er dann hier auf dem G ist, diese Fills, die er da spielt, also mehrere Noten miteinander mischen, hier die Beispiele von Clapton, Hendrix, Stevie Ray, Double Bands und Intervalle spielen. Ne? Lerne auf der Gitarre die Tonleitern auch mal. Sorry. Das ist super Orientierungsübung auch. In Terzen oder in Sechsten. In Sechsten zu spielen, super, da liegst auch mal kurz daneben. Aber du machst ja jetzt nicht ein ganzes Solo in Sechsten. Du suchst dir dann aus, wenn du das lernst bei einem deiner Songs und improvisieren möchtest. Und dann machst du, das ist so typisch im Blues, dass jetzt so, sagen wir, jetzt haben wir ein C-Moll 7 und dann, wenn es auf der Fünfer geht, es ist so wunderschön. Gary Moore hat das immer sehr gerne gemacht. Ja? Wenn es dann auf die... Genau. Kommt das Gleiche, nur... Also, Ja. mehrere Noten miteinander mischen. Und jetzt sind wir schon bei Tipp Nummer 7. Jetzt wird es ein bisschen... jetzt ziehen wir ein bisschen an bei den letzten Tipps, aber es wird nicht wirklich ultra schwer. Spiele in anderen Lagen, zwinge dich dazu, rauszugehen aus der Komfortzone der Lage 1 und 2. Bedeutet zum Beispiel bei dem Beispiel von gerade eben mit I Shot the Sheriff, wo Sebastian gespielt hat, dann rausgehen und zum Beispiel in der dritten Lage spielen.
Kannst du nochmal die Akkorde spielen? Einfach S. Genau. Oder in der 4. Also, direktes Solo jetzt, wo ich jetzt improvisiert habe, war in Position 3 und 4 der Pentatonik. Also Tipp Nummer 7, spiele auch in anderen Lagen, nicht nur in Position 1 oder 2, sodass du dich mit der Zeit fließend in allen Lagen bewegen kannst. Ja. Tipp Nummer 8, hier musst du jetzt gar nichts groß uns zuhören beim Spielen. Tipp Nummer 8 ist, nimm dich auf, so oft wie möglich. Heute ist es so einfach, ein Handy irgendwo aufbauen, film dich. Nimm dich nicht nur audiomäßig auf, früher war das schon cool, als wir Kassettenrekorder hatten in den 80ern und den 70ern uns aufnehmen konnten und dann teilweise, oh Gott, was hast du schon da zusammen gespielt? Ne? Ja, ja. Und heute ist es ja super einfach. Also nimm dich so oft wie möglich auf, analysiere dich selbst und vor allen Dingen guck dann, ob du die Tipps, die wir dir hier geben und die du dann ausprobierst, auch richtig umgesetzt hast. Ne? Beobachte dich, vergleiche und seh zu, dass du dich dann dadurch selbst optimierst. Also wir sind ja unsere eigenen größten Kritiker, aber lass den Kritiker in dir bezüglich der Motivation niemals die Oberhand gewinnen. Manche Dinge, die du übst, dauern Monate und plötzlich funktioniert es. Ja? So, das war Tipp Nummer 8. Tipp Nummer 9. Ganz super Tipp jetzt, was ich immer gerne mache. Spiele immer mit einem richtig guten Sound. Also achte darauf, wenn du improvisierst oder ich habe immer hier meinen Lieblingsamp am Start. Das ist der Plexi Marshall, der klingt einfach grandios. Ich liebe ihn. Ich habe ein leichtes Delay drauf. Das mache ich auch aus, wenn ich übe, aber wenn ich improvisiere, will ich das haben und ich will also einen richtig guten Sound, denn Sound inspiriert. Okay, das ist Tipp Nummer 9. Spiel mit deinem Lieblingssound. Beim Üben passe den Sound an die Stilistik. Okay, also bei Blues spiele mit weniger Verzerrung, bei Rock ein bisschen mehr, sodass du auch lernst, den Sound zu kontrollieren. Es ist ganz, ganz entscheidend, zu lernen, auch mal bei größerer Lautstärke zu spielen, um den Sound zu kontrollieren. Und dann, last but not least, Tipp Nummer 10, auch einer meiner absoluten Lieblingstipps, den ich immer wieder beherzigt habe, spiele mit deinen Heroes mit. Beispielsweise, was ich mache, ich lasse die 8-Minuten-Aufnahme von I Shot the Sheriff live Eric Clapton laufen, das mache ich sehr gerne, und er spielt und ich mache sowieso Frage-Antwort, ich spiele hinterher und imitiere das, was ich höre. Okay, das ist jetzt mehr so schon, wenn du erfahrener bist im Improvisieren. Ich imitiere das, was ich höre und versuche direkt ohne nachzudenken mitzuspielen. Ich glaube, du machst auch so Sachen. Ja, natürlich, die ganze Zeit. Vor allem, wenn man den Horizont erweitern will und sich andere Musikrichtungen anschaut oder andere Gitarristen, dann ist Transkribieren, also beziehungsweise einfach sich das zu klauen, was da derjenige macht und was ist das, dann will ich das immer sofort wissen, was der da macht. Ja, und so das Musikalische kann man wahrscheinlich nicht üben. Also das ist wirklich super Tipp. Ja. Ja. Deswegen habe ich ihn auch als letzten Tipp reingepackt. So, das war meine Top 10. Wir waren jetzt schon wieder fast eine Stunde online, Sebastian, aber das ist halt, wenn man live ist und das gut rüberbringen will, dann ist das auch sehr, sehr wert. Wir gucken jetzt noch in den Chat rein, ob da noch Fragen auf sind. Tom hat was gespendet. Ach, super. Lieber Tom, herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Das taucht hier immer so herzlich auf. Dann ich blende es mal kurz ein, dass man das sehen kann. Ne? Und herzlichen Dank an dich, lieber Tom. Du hast auch letztes Mal im Live-Chat gespendet. Das fand ich großartig. Ne? Ja, auch diese Möglichkeit gibt es, direkt zu unterstützen. Und
wenn wir dann ein bisschen was zusammen haben, dann gehen wir essen, der Sebastian und ich. Oder kaufen uns neue Gitarrenseiten. Ja. Fast Fred. Fast Fred, du bist ja süchtig. Das ist, ich glaube, er hat es im Schlafzimmer neben dem Bett liegen und inhaliert als nachts. Statt normalerweise verwendet man ja so ein Nasenspray oder so, oder? Ja, nee, ich nehme Fast Fred. Aber nur Neues, weil das riecht noch intensiv. Sepp, hast du noch ein paar Tipps zum Schluss, die aus deiner aktuellen Erfahrung? Boah. Zum Improvisieren und Solo spielen. Weniger ist mehr. Jetzt müsst ihr eigentlich das Video abbrechen. Ne? Nee, also ich habe jetzt nicht unbedingt das Problem, aber viele Leute haben das Problem, dass sie halt zu viel spielen. Und das macht man immer erstmal, wenn man jetzt in einer Live-Situation ist, wo man nervös ist und unter Stress steht. Das ist was anderes als zu Hause im Kämmerchen zu üben. Und wenn man da noch nicht so viel Praxis hat, sollte man sich man spielt im Zweifelsfall immer zu viel. Also lieber, wir haben jetzt da ein paar Tipps gezeigt, also Phrasierung, Ton, Vibrato, lieber auf die Dinge achten und sagen, ich spiele jetzt hier 5 Töne, aber die meine ich genauso, wie ich sie spiele, anstatt man durch Stress dann anfängt zu huddeln. Also mir ist das auch schon so passiert und ich habe halt dann selbst gemerkt, danach, als ich Videos angeschaut habe vom Auftritt, da hast du aber gehudelt, hätte ich einfach 3 Töne gespielt und die richtig mit Emotionen, dann wäre das, ja. Also das ist einfach ein Tipp von mir, lieber ein bisschen weniger spielen und das wirklich Stimmt. So also live gehen da mit einem mal die Geule durch. Ja, genau. Das ist ja auch mal in Ordnung. Alles hat seinen Platz. Wenn es passt. Richtig. Wenn das Publikum gerade so mitnehmen kannst. Aber so sagen, ne? Auch prinzipiell, wenn man eine geile Band hinten dran hat, die super begleitet, dann muss man gar nicht so unglaublich viel spielen. Also dann, ja. Und musikalisch einfach. Das Endprodukt soll Musik sein und kein Gitarrensolo. Also so denke ich so ein bisschen. Ich versuche den Song dann nicht als Plattform für mein Können zu verwenden, sondern ich versuche das reinzupacken, was ich denke, jetzt das macht den Song noch ein Stück besser. Also dann so im Solo. Sehr gut. Und ich versuche dann, um es jetzt ganz poetisch auszusprechen, ich versuche das zu sagen, was noch nicht gesagt wird dann im Solo. Und das ist so. Das ist super. Ja, einfach so. Musik ist für mich, erzählt das Endprodukt dann die Musik und das Gesamtding, das ist ja auch das, was im Zusammenspiel mit einer Band manchmal vergessen werden kann, dass man auf die anderen hört und wirklich man will Musik machen zusammen. Und auch, das gilt auch für Solo. Und ja. Sehr sogar für Solo, weil aus dem Solo kann sehr schnell so ein Ego-Trip werden. Richtig, und genau das versuche ich zu vermeiden. Und das wäre schön, wenn man das vermeidet. Und das gilt natürlich auch für alle anderen, die einen begleiten. Oft stelle ich fest, dass wenn das Gitarrensolo kommt, die Band dann plötzlich meint, durchdrehen zu müssen. Ne? Also sie lassen sich anstecken von der Energie des Solos und überspielen das Solo teilweise. Aber das ist auf dem höchsten Level, achten die Musiker sehr aufeinander, dass das nicht passiert. Super. Einfach ein geiles Instrument und immer ein ständiger Entwicklungsprozess. Das sehe ich genauso, lieber Ingo. Spielen sonst. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir hier haben. Roger Stucki, Helix Plexi Amp in Verbindung mit einer guten ER. Ja, Dankeschön. Die Zeit verging ja wie im Fluge. So, ja, wir sind durch. Very, very nice work. Like the channel a lot and I'm trying to do the same thing with my channel. It's a little more work, some of the knowledge, yeah. Thank you. Well, the thing is, if I would like do all of my videos in English, which would be absolutely no problem, I would have, I think 100 times more views and people subscribing to the channel. Well, it would be very easy, but we have not incidentally decided to do everything in German because there are literally thousands of channels out there, like Spanish channels, Italian channels, Dutch channels. All the guys are speaking in English, and you know, we have to do it in German. It just doesn't work like that, and it's a longer journey, but it's an important journey for us. So that's the point.
But anyway, thank you for tuning in into our channel. Music is just about listening anyway. Hallo Horst, ich erwische mich beim Solospielen immer wieder dabei, vor allem in den höheren Lagen, dass mir der Daumen unterhalb des Griffbretts rutscht. Ja gut, bei einer Les Paul kann das ja mal notwendig sein, ne? weil du einfach da nicht hochkommst. Es kommt darauf an, welche Hals-Korpus-Verbindung du hast. Wenn die sehr dick ist, dann kannst du schon mal auch mit dem Daumen da unten fuhrwerken. Das habe ich bei anderen Musikern auch schon gesehen. Sebastian hat relativ große Hände, bei ihm geht es. Aber ja, bei einer Les Paul habe ich das auch schon mal machen müssen. Aber achte einfach darauf, dass du deine Spielfinger nicht beeinträchtigst durch die Haltung des Daumens. Hast du einen Tipp, wie ich das finden kann? Ja, mein Tipp ist einfach der, wenn es dir schon mal aufgefallen ist, der Hauptpunkt schon mal erreicht. Ne? Ich denke da immer an Still Got the Blues, und wenn Gary Moore dann da oben tierisch abgeht auf der Les Paul, hier auf diese Gitarre ist es... Und auf der Les Paul hätte ich da wesentlich mehr Probleme, das so zu spielen. Und ich kann verstehen, dass der ein oder andere da mal runterrutscht, aber Problem erkannt. Wichtig ist, die Daumenhaltung soll deine Beweglichkeit der Finger nicht beeinträchtigen. Ja, das wäre mein Tipp. Super. Also, ich habe eigentlich nur zu Sebastian gespielt und so, ihr Lieben, Lars, Heinz, Christiane, Roland, alle, die noch live dabei sind, herzlichen Dank. Wir machen jetzt Schluss. Wir sind bei einer knappen Dreiviertelstunde. Es war toll für euch live dabei gewesen zu sein, und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Ich bedanke mich nochmal bei euch und natürlich bei Sebastian. If you like the show, give us a thumbs up, wie die Amis sagen. And subscribe to the channel. Sollen wir es wie in anderen Sprachen sagen? Kannst du noch ein paar andere Sprachen? Oh, nee. Abonnează-te rog canalul acesta, este foarte, foarte simplu. Te rog, dacă nu vorbești limba asta care o vorbesc acum, caută-mă pe Google și schimbă programul, că poate nu mă înțelegi. Deci nu este nicio problemă să vorbim și în alte limbi. Es ist also überhaupt kein Problem, in anderen Sprachen zu sprechen. Wenn du das jetzt nicht verstanden hast, dann musst du googeln. Herzlichen Dank, das war nur ein Spaß. Also, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und ja, natürlich die Bitte hier das Glockensymbol zu läuten, den Kanal zu abonnieren. Please subscribe to the channel, ring the bell so you get notifications for every time when we are online. Te rog, abonează canalul și dă-mi un click pe clopoțelul acesta micuț. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.